Geheimnisse des Himmels. Die Geschichte von Flug MH370 der Malaysia Airlines. 239 Menschen an Bord verschwanden im März 2014. Was geschah im mysteriösen Himmel über dem Ozean? Ein psychisch instabiler Pilot? Probleme mit der Luftzufuhr? Wo wurden Teile des Flugzeugs gefunden? Wie viel Entschädigung erhielten die Familien der Opfer? Sie erwartet eine Untersuchung der verschiedenen Theorien zu dieser Tragödie. Hier sind einige der schaurigen Details, die wir über das mysteriöse Verschwinden des Flugzeugs wissen. Am 8. März 2014 verschwand Flug MH370 der Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking, was es zu einem der größten ungelösten Rätsel der Luftfahrt macht. An diesem Tag startete das Flugzeug um 0:41 Uhr US Ortszeit mit 239 Passagieren an Bord vom internationalen Flughafen und sollte um 06:30 Uhr desselben Tages in der chinesischen Hauptstadt ankommen. Flug MH370 verschwand etwa eine Stunde nach dem Start vom Radar. Das Flugzeug mit der Registrierungsnummer 9MMRO war in gutem technischem Zustand. Die Piloten, Kapitän Zahariye Ahmad Shah und der Co-Pilot Fariq Abdul Hamid, hatten einen guten Ruf unter ihren Kollegen. Gute Nacht, Malaysia. 370 war die letzte Nachricht, die um 01:19 Uhr vom malaysischen Fluglotsen empfangen wurde. Diese Nachricht wurde vom Co-Piloten Fariq Hamid gesendet. 2 Minuten später verschwand das Flugzeug vom Bildschirm des Fluglotsen, da der Transponder ausgeschaltet wurde. Flug MH370 wich auf mysteriöse Weise von der geplanten Route ab und machte nach dem Verlust des Kontakts mit der Flugsicherung eine scharfe Wende in die entgegengesetzte Richtung. Die malaysischen Behörden vermuteten zunächst, dass jemand im Cockpit das Kommunikationssystem deaktiviert und das Flugzeug umgeleitet hatte. Nur eine Woche nach dem Absturz des Flugzeugs erklärte der damalige malaysische Premierminister Najib Razak, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gebe, dass die Kommunikation mit dem Cockpit absichtlich unterbrochen wurde. Eine groß angelegte Suchaktion im Wert von $155 Millionen, die größte in der Geschichte der Luftfahrt, führte dazu, dass der Rumpf des verunglückten Flugzeugs nie gefunden wurde. Einige Trümmer wurden jedoch an den Küsten Afrikas entdeckt. Die offiziellen Suchmaßnahmen nach MH370 wurden eingestellt, aber das Geheimnis, das den Vorfall umgibt, bleibt bestehen. Lassen Sie uns versuchen herauszufinden, was wirklich an Bord der verschwundenen Boeing 770 geschah. Eine der frühesten Theorien war, dass der Pilot von MH370, Zahariye Ahmad Shah, unter psychischem Druck stand und das Flugzeug absichtlich zum Absturz brachte. Radaraufzeichnungen zeigten, dass das Flugzeug stark von der ursprünglichen Route abwich und über die malaysische Halbinsel zurückflog. Es wurde vermutet, dass Ahmad Shah Selbstmord beging, indem er das Flugzeug zum Absturz brachte und 239 Menschen tötete. Diese Theorie wird durch die Tatsache gestützt, dass der Flugkapitän das Flugzeug absichtlich über seine Heimatstadt Penang steuerte, als wolle er sich verabschieden, und den Jet dann in den südlichen Indischen Ozean lenkte, an einen Ort, der nie gefunden wurde. Eine andere Theorie besagt, dass Ahmad Shah das Flugzeug entführte, um gegen die Inhaftierung des malaysischen Oppositionsführers und seines Verwandten Anwar Ibrahim zu protestieren. Es wurde auch vermutet, dass er der Einzige im Flugteam war, der in der Vergangenheit sehr beunruhigende Signale gesendet hatte. Der 53-Jährige lebte allein, seit seine Kinder erwachsen wurden und ausgezogen waren. Seine Frau verließ ihn, als sie von seinen Affären erfuhr, und ließ ihm keine Chance auf eine Rückkehr. Viele Freunde beschrieben Zahariye als einen ziemlich verbitterten Menschen, der oft depressiv war. Viel beunruhigender waren jedoch die Ergebnisse der forensischen Untersuchung des Flugsimulators, den der Pilot zwischen den Flügen häufig benutzte. Insbesondere studierte er eine Route, die der Flugbahn von MH370 vor dessen Verschwinden erschreckend ähnelte. Es war, als ob er den tragischen Flug geprobt hätte. Es wurde auch vermutet, dass der 27-jährige Co-Pilot Fariq Hamid möglicherweise mit der Steuerung des Flugzeugs überfordert war. Diese Theorie wird durch die Tatsache gestützt, dass der Flug nach Peking sein letzter Trainingsflug vor Erhalt des Flugzertifikats war. Später wies das australische Transportsicherheitsbüro die BE-Hauptungen zurück, dass die Piloten das Flugzeug absichtlich verlangsamten, und erklärte, dass der Jet außer Kontrolle geriet, als er in den Indischen Ozean stürzte.
Es wird vermutet, dass das Flugzeug von Terroristen entführt wurde. Einer der Befürworter dieser Theorie war der Medienmogul Rupert Murdoch, der auf Twitter schrieb, dass MH370 wahrscheinlich gestohlen und in Pakistan versteckt wurde. Eine weitere Theorie im Zusammenhang mit Terrorismus schien einige Plausibilität zu haben, da die Behörden Taiwans wenige Tage vor dem Verschwinden des Flugzeugs eine Bombendrohung am internationalen Flughafen von Peking erhalten hatten. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Bedrohung nicht mit dieser Geschichte in Zusammenhang stand. Später wurden die Aussagen eines Al-Qaida-Informanten veröffentlicht, der vor Gericht erklärte, dass eine in Malaysia ansässige Terroristengruppe plante, ein Passagierflugzeug mit einer selbstgebauten Bombe zu entführen. Einige Tage nach dem Verschwinden von Flug MH370 veröffentlichten Ermittler Informationen, dass die Kommunikationssysteme des Flugzeugs offenbar absichtlich deaktiviert wurden, was nach Ansicht einiger einem Entführungsszenario entsprach. Al-Qaida war nicht die einzige Gruppe, die von verschiedenen Nachrichtenquellen und Online-Kommentatoren für das Verschwinden des Fluges verantwortlich gemacht wurde. Eine Quelle spekulierte, dass das Flugzeug auf Befehl des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un entführt wurde, um Zugang zu den Technologien an Bord der Boeing 777 zu erhalten, die zu dieser Zeit in seinem Land nicht verfügbar waren. Spätere Beweise zeigten, dass einer der beiden Passagiere iranischer Herkunft an Bord des Flugzeugs mit einem gestohlenen Pass reiste, um seine Mutter in Deutschland zu besuchen. Aber Ermittlungen ergaben, dass keiner der Iraner mit terroristischen Organisationen in Verbindung stand. Beide waren lediglich illegale Passagiere, die versuchten, nach Peking zu gelangen, bevor sie in Europa Asyl suchten. 3 Tage nach dem Verschwinden des Flugzeugs erklärte Interpol, dass das verschwundene Flugzeug nach den vorliegenden Informationen nichts mit einer terroristischen Verschwörung zu tun habe. Auch Malaysia wies die Behauptung zurück, dass das Flugzeug von Terroristen entführt wurde. Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes, wobei das Wort Metka durch Markierung ersetzt wurde. Eine andere Theorie besagt, dass im Cockpit des Flugzeugs ein Feuer ausgebrochen sein könnte, das Rauch verursachte und die Piloten tötete, während die Passagiere aufgrund von Hypoxie, also Sauerstoffmangel, das Bewusstsein verloren. Es wurde festgestellt, dass ein ähnliches Feuer in einem Boeing 777, das 2011 auf dem Flughafen von Kairo geparkt war, durch eine Fehlfunktion des Luftschlauchs der Sauerstoffmaske des ersten Piloten verursacht wurde. Die genaue Ursache des Feuers konnte nicht endgültig festgestellt werden, aber die Ermittler identifizierten ein Problem mit der Ausrüstung, die zur Sauerstoffversorgung der Besatzung im Falle einer Dekompression verwendet wird. Nach dem Brand im Jahr 2011 wurden die Flugzeughalter aufgefordert, das System zu ersetzen. Es ist nicht bekannt, ob Malaysia Airlines die Änderungen vorgenommen hat. Der Begriff und die Idee der massiven Hypoxie an Bord des Flugzeugs wurden von mehreren Analysten unterstützt. Es ist durchaus möglich, dass Flug MH370 noch mehrere Stunden weiterflog, nachdem es Feuer gefangen hatte und alle gestorben waren. In einem solchen Fall wäre dem Flugzeug der Treibstoff ausgegangen und es wäre abgestürzt. Andere bestritten dies jedoch, da sie sagten, dass ein Notrufsignal dennoch hätte gesendet werden müssen. Bei einem elektrischen Brand tritt Rauch früher auf als das Feuer. Einige Fehlfunktionen können behoben werden. Und wenn die Systeme noch funktionieren, kann man einen Notruf absetzen. Aber es gab weder Signale noch Nachrichten. MH370 drehte in Richtung Langkawi ab und überflog es schließlich, bevor es weiter manövrierte, indem es scharf nach rechts und dann wieder nach links abbog. Solch eine energische Navigation wäre für bewusstlose Menschen unmöglich. Die Piloten hätten keinen Grund gehabt, den Kurs zu ändern, wenn sie nicht auf eine Notlage gestoßen wären. Aber nachdem der Elektroingenieur Mike Exner die Radardaten des Fluges gründlich untersucht hatte, kam er zu einem absolut erschreckenden Schluss. Zu dies. Im Zeitpunkt schien es, als hätte er zumindest einen Teil des mysteriösen Verschwindens von Flug MH370 gelöst. In einer Höhe von 12 Kilometern hörten die Notfall-Sauerstoffmasken im Passagierraum auf zu funktionieren, wodurch bei allen, die sich außerhalb des Cockpits befanden, ein tödlicher Zustand namens Hypoxie eintrat. Luftfahrtvorschriften erfordern gemäß den Richtlinien, dass bei Flügen über 3 Kilometern Höhe Sauerstoff in die Kabine geleitet wird. Andernfalls kann es passieren, dass Passagiere nicht genügend Sauerstoff in ihr Blut, ihre Gewebe und Zellen erhalten, was für das Funktionieren des Körpers notwendig ist. Hypoxie schleicht sich unbemerkt an.
Die Passagiere verlieren zuerst das Bewusstsein und sterben dann im Schlaf an Sauerstoffmangel. Hypoxie könnte auch entstanden sein, wenn Kapitän Zaharie Ahmad Shah oder derjenige, der das Flugzeug steuerte, absichtlich in einer Höhe flog, in der Sauerstoff notwendig ist. Dies könnte getan worden sein, um auf die brutal einfachste Art und Weise zu verhindern, dass die Passagiere in die Steuerung des Flugzeugs eingreifen. Aber wenn einer der Piloten das Flugzeug zum Absturz bringen wollte, warum drehte er es dann um? Die Kehrtwende legt nahe, dass sie versuchten, so schnell wie möglich zu landen, aufgrund einer Notlage. Nun zu den abwegigen Theorien. Ein Experte behauptete, dass der vermisste Flug auf Befehl von Wladimir Putin entführt und heimlich in Kasachstan auf dem Kosmodrom Baikonur gelandet sei. Er sagte jedoch auch, dass er nicht wisse, warum Wladimir Putin ein Flugzeug voller Menschen entführen lassen sollte. Eine ungewöhnliche Aussage kam von einer 41-jährigen britischen Seglerin. In ihrem Blog schrieb sie, dass das Flugzeug, das sie während ihrer Seereise gesehen hatte, in geringer Höhe in Richtung eines Militärkonvois flog, den sie und ihr Ehemann in der letzten Nacht gesehen hatten. Sie fügte hinzu, dass ihre Internetrecherchen ergaben, dass sich zu dieser Zeit eine chinesische Flottille in der Gegend befand und MH370 sei ein Kamikaze-Flugzeug gewesen, das auf diese Flottille abzielte. Eine weitere mysteriöse Theorie, die als Ursache für den Untergang des malaysischen Flugzeugs genannt wurde, war, dass sich an Bord des Fluges ein mysteriöser zusätzlicher Passagier befand. Dieser hat möglicherweise die Kontrolle über das Flugzeug übernommen, bevor es in den Indischen Ozean stürzte. In der Flugzeugdeklaration waren 228 Passagiere angegeben, aber ein ehrenamtlicher Ermittler behauptet, Anzeichen für die Anwesenheit eines zusätzlichen Passagiers entdeckt zu haben. Er sagte, dass in den offiziellen Aufzeichnungen von 239 Vermissten die Rede sei, aber es offiziell 226 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder gab, was 238 ergibt. Der zusätzliche Passagier könnte möglicherweise in Zusammenarbeit mit einer mächtigeren externen operativen Unterstützung gehandelt haben, um die volle Kontrolle über das Cockpit zu übernehmen. Ein Sprecher der Ermittlungsgruppe sagte jedoch, dass ihnen diese Unstimmigkeit bekannt sei. Die tatsächliche Anzahl der Passagiere an Bord betrug 227. Er sagte, dass die Deklaration, die 228 Passagiere angab, in Wirklichkeit eine computerisierte Frachtliste war, die etwa 2 Stunden vor dem Abflug des Flugzeugs übermittelt wurde. Tatsächliche Zahlen könnten von den darin angegebenen abweichen, aufgrund von Änderungen in letzter Minute. Das Verschwinden von Flug 370 löste Suchaktionen im südchinesischen Meer aus. Doch sogar Trümmer des Flugzeugs konnten einige Zeit lang nicht gefunden werden, was uns ohne Antworten zurückließ. Die Familien versuchen verzweifelt, das Geheimnis zu lösen und herauszufinden, was mit den 233 Passagieren und Besatzungsmitgliedern geschehen ist, die ums Leben kamen. Insgesamt wurden später 36 Wrackteile des Flugzeugs gefunden. 19 davon wurden an der Küste Madagaskars gefunden. Einer der madagassischen Fischer entdeckte eine Fahrwerksklappe. Experten zufolge ist dies der erste gefundene Beweis dafür, dass einer der Piloten von Malaysia Airlines vorsätzlich handelte. Die Klappe wurde als Teil eines Boeing 777 identifiziert, bekannt als Zapfenklappe. Sie gelangte wahrscheinlich in die sich auflösenden Triebwerke des Flugzeugs. Dies, so die Experten, macht es sehr wahrscheinlich, dass das Fahrwerk während des Absturzes des Flugzeugs ins Meer ausgefahren war. Wenn ein Flugzeug genotwassern muss, werden die Piloten darin geschult, das Fahrwerk einzuziehen, um eine kontrollierte Kollision bei niedriger Geschwindigkeit zu erreichen. Es wird angenommen, dass, indem das Fahrwerk absichtlich ausgefahren wurde, einer der Piloten eine sofortige Zerstörung des Flugzeugrumpfes herbeiführte. Ein weiteres Fragment wurde als zersplitterter Teil der inneren Bodenplatte einer Boeing 770 identifiziert. Ein Luftfahrtexperte aus der unabhängigen Beratergruppe sagte, dass das Fragment einem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit entspricht. Die gefundenen Trümmer ermöglichten es den Familien der Opfer, eine Wiederaufnahme der Suche zu fordern. Aber 2017 wurde die Suchaktion mit unzureichendem Erfolg abgeschlossen. Und die Bemühungen, die 2018 unternommen wurden, brachten ebenfalls nicht das gewünschte Ergebnis. Im Jahr 2020 erklärte das Verkehrsministerium Malaysias, dass die Frage der Entschädigungszahlungen an die Angehörigen der Passagiere und Besatzungsmitglieder endgültig geklärt sei. Trotz dieser Erklärung forderten die chinesischen Verwandten der Passagiere 2023, dass Malaysia Airlines, Boeing,
der Triebwerkshersteller Rolls-Royce und die Versicherungsgruppe Allianz eine Entschädigung zahlen. Die Medien berichteten, dass mehr als 40 chinesische Staatsbürger vor Gericht eine Entschädigung von jeweils 1,4 Millionen bis 11,2 Millionen US-Dollar verlangten. 110 andere chinesische Familien von Betroffenen hatten bereits Vereinbarungen mit den Beklagten getroffen und zwischen 300.000 und 400.000 Dollar erhalten. Das Geheimnis, das in den Lüften bleibt: Flug 370 von Malaysia Airlines. Wie konnte ein Flugzeug spurlos verschwinden? Diese Frage bleibt unbeantwortet und hängt als Rätsel über der Geschichte der Luftfahrt, das die Gedanken und Herzen bewegt. Vielleicht werden wir die Wahrheit niemals erfahren. Abonniert meinen Kanal, um mehr zu erfahren. Ich verspreche euch neue Fakten und Videos zu dieser Tragödie.